Also wir haben jetzt ja schon einige Grenzübergänge während unserer Weltreise gemacht, aber hier 2 Tage auf dem Mekong von Thailand nach Laos gehört absolut zu den besten. 7 Uhr morgens, unser kleines Abenteuer startet jetzt. Helen ruft gerade in Grab, Rucksäcke sind schon gepackt. Aber bevor es losgeht, erzählen wir euch mal, was denn so unser grober Plan ist. Also wir sind hier gerade im Norden von Thailand in Chiang Mai und wollen von hier aus nach Laos, genauer gesagt nach Luang Prabang. Und das Ganze wollen wir mit Bus und Boot machen, mit dem Boot über den Mekong. Und dazu müssen wir als erstes hier von Chiang Mai nach Chiang Rai, weiter von Chiang Rai nach Chiang Khong. Das ist die Grenzstadt zu Laos. Dort überqueren wir die Grenze und von der kleinen Grenzstadt in Laos fahren dann die Boote über den Mekong nach Luang Prabang. Man kann das Ganze auch so als Komplettpaket buchen, als Tour hier in Chiang Mai oder spätestens ab Chiang Rai. Aber wenn ihr uns kennt, wisst ihr, dass wir sowas auf eigene Faust machen. Und ja, ich hoffe, unser Grab kommt gleich. Wie sieht's aus? Dauert noch 11 Minuten, also wird vielleicht ein bisschen knapp. Geht schon mal gut los. Ja, gut. Kriegen wir schon hin. Und ja, let's go. So, die erste kleine Etappe haben wir schon mal geschafft. Wir sind jetzt hier beim Busterminal 3 in Chiang Mai angekommen, fahren jetzt mit Green Bus, das ist so der bekannteste Anbieter hier, ungefähr 3,5 bis 4 Stunden bis nach Chiang Rai, das ist unsere erste Etappe. Und ja, wir haben 7 € bezahlt, man kann das Ticket entweder hier vor Ort an der Busstation kaufen oder auch online, so haben wir es gemacht bei Bookaway. By the way, hier Socken und Sandalen nicht ohne Grund. Nochmal ein extra Paar Alpaka-Socken, weil Klimaanlage in solchen Bussen kann natürlich immer kalt sein, deshalb warm anziehen. Das geht schneller als gedacht. Ja, wir sind jetzt gerade angekommen, sind direkt hier zu dem Bus gelaufen. Der meinte, okay, wir fahren jetzt ab. Also haben wir den direkt genommen. Ich glaube, der fährt jede Stunde und kostet, glaube ich, 70 Baht. Genau. Und dauert so ungefähr 2 Stunden. Ja. Und es ist jetzt halt hier so ein Local-Bus. Ja, gespannt. Kommt auf jeden Fall so ein bisschen Chicken Bus-Vibes wieder hoch. Ja, so richtig Mittelamerika. Da sind wir immer Chicken Bus gefahren. Das ist ganz cool. Ihr könnt das Ganze aber auch ein bisschen entspannter machen und auch hier einen Zwischenstopp in Chiang Rai einlegen. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil hier gibt es nämlich den Weißen Tempel. Das ist eine ganz besondere buddhistische Anlage. Jetzt kein so alter Tempel, wie man das aus Chiang Mai kennt, sondern ich glaube, der wurde erst in den 90ern gebaut und ist, glaube ich, auch erst 2070 fertig. Also der ist sehr einzigartig, komplett weiß und er hat so verschiedene Elemente. Und dann gibt es ja auch noch den blauen Tempel, den kann man dann auch noch mitnehmen. Von daher würden wir empfehlen, einfach einen Zwischenstopp hier einzulegen in Chiang Rai, hier eine Nacht zu bleiben, sich das in Ruhe anzuschauen und dann am nächsten Tag zur Grenze zu fahren. Und ja, jetzt geht's los. Und ja, macht mega Bock, hier in so einen Bus zu fahren. Ich muss einfach sagen, ich liebe diese Fahrten so sehr, einfach hier im Bus zu sitzen, an der Tür, ein bisschen das Local Life zu beobachten, während Helen ja ein bisschen sich ausruht, einfach mal den Kopf aus dem Fenster strecken und ja, so das thailändische Leben hier an sich vorbeiziehen lassen. Ich liebe das einfach, das macht viel mehr Spaß als in so einem modernen Bus. Okay, also man kann entweder an dem Grenzort aussteigen und dann selber mit dem Tuk-Tuk weiterfahren zur Grenze in Chiang Khong oder dem Busfahrer einfach ein bisschen mehr Geld geben und dann fährt er einen auch durch mit dem Bus bis zur Grenze. Das haben wir jetzt gemacht. 10 Baht damit gespart. Das würde ich ans Busfahrer auch erzählen. Aber wir haben das mal gemacht. Ja, machen wir so, das ist einfacher. Ja, wir müssen nicht umsteigen. Bevor es für uns jetzt hier gleich über die Grenze geht, noch mal kurz was zur Einreise. Man kann hier an der Grenze Visa on Arrival machen. Das kostet, glaube ich, 40 US$. Wir haben jetzt Dollar auch dabei. Man kann hier aber auch Geld abheben und auch tauschen, also ist kein Problem. Und man braucht auch ein Passfoto. Das kann man hier aber auch noch machen lassen, wenn man es nicht hat. Also eigentlich alles relativ easy going. Jawohl, Visa garantiert. 50.000 one person? Ja. Okay. Nachdem ihr es für das Visa gezahlt habt, stehen dann draußen so Sammeltaxis. Die fahren euch dann hier in den Grenzort. Das kostet
50.000 Kip pro Person, also so, keine Ahnung, 2,50 € oder so. Ja, war eigentlich eine ziemlich easy Border Crossing. Jetzt fahren wir noch ein kleines Stück und dann sagt ihr einfach, wo ihr aussteigen wollt. Ihr gebt ihm vorher die Hoteladresse und dann, ja, sind wir gleich da. Welcome to Laos. Den ersten Teil der Reise haben wir geschafft. Wir sind jetzt hier in Huay Chai angekommen, wie man es, glaube ich, richtig ausspricht. Haben jetzt hier eine Unterkunft für eine Nacht, kostet 14 €, Doppelzimmer mit Klimaanlage und eigenem Bad. Und jetzt gehen wir erstmal was essen, wir haben mächtig Hunger und dann erklären wir euch mal, wie dieser Boottrip hier nach Luang Prabang abläuft. I would take the vegetable curry and coconut soup. Sieht gut aus, oder? Nice. Also es kostet jetzt 160.000 Kip, das sind so ungefähr 8,70 €. Wir hatten jetzt aber auch 3 Essen und 3 Getränke, also ich denke mal, dafür ist eigentlich ganz okay. Wir haben jetzt im Little Hostel richtig zugeschlagen, da kann man eigentlich alles auf einmal erledigen und wir haben uns jetzt erstmal SIM-Karten gekauft und zwar haben wir jetzt für 60 GB für 30 Tage umgerechnet 8,50 € bezahlt, also ich glaube, das ist ein ganz guter Deal. Ja, und jetzt haben wir natürlich auch noch die Boottickets gebucht, weswegen wir ja ursprünglich hier sind. Und zwar macht man das Ganze mit dem Slowboat. Das geht morgen um 10 Uhr los, da wird man abgeholt und fährt hier zum Pier. Das Boot startet so zwischen 11 und 11:30 Uhr und ist dann ungefähr so 5-6 Stunden unterwegs bis nach Pak Beng. Dort übernachtet man eine Nacht und fährt am nächsten Tag mit dem Slowboat weiter nach Luang Prabang. Also das Ganze ist 2-Tagestour, kostet 330.000 Kip, also so ungefähr 18 €. Da kommt dann natürlich noch die Übernachtung in Pak Beng dazu. Und ja, da seht ihr aber alles morgen. Wir genießen jetzt hier nochmal den Sonnenuntergang. Unser erster am Mekong, der schon mal ziemlich vielversprechend ist. Und ich glaube, da kommen noch ein paar schöne Luang Prabang dazu. Und ja, dann sehen wir uns morgen früh. Bis dann. Thank you, bye bye. You have a vegetarian sandwich for takeaway? Yeah. Sabadi, wir haben jetzt so 9:30. Helen bestellt uns gerade Frühstück in dem Restaurant, wo wir gestern auch das Curry gegessen haben. Das war ziemlich lecker. Und hier gibt es auch überall Stände, wo man sich Essen mitnehmen kann, was ihr auf jeden Fall tun solltet. Weil auf dem kleinen Boot gibt es natürlich keine große Küche, ich glaube nur ein paar kleine Snacks. Und wir haben uns gestern Abend schon eine Portion Fried Rice geholt, die haben wir im Kühlschrank gemacht, nehmen wir heute mit. Und hier kann man sich jetzt noch Sandwiches, Obst und so weiter holen. Und ja, sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, dann geht's gleich los. Sabadi, Sabadi, was geht? was hast du zum Frühstück bestellt? Pfannkuchen für mich und Granola für dich. Also wir sind jetzt auf dem Boot und haben vorher so unterschiedliche Sachen gelesen und gehört, was so Sitzplatzreservierungen angeht. Wir haben oft im Internet auf Blogbeiträgen gelesen, dass es komplett random ist, also dass es eigentlich gar nicht gibt und einfach first come, first serve. Aber wir hatten jetzt auf unseren Tickets Nummern und die sind scheinbar auch gültig. Also hier lagen überall Nummern auf den Sitzplätzen. Auf jeden Fall gibt es halt mehrere Bereiche im Boot. Einmal hier vorne, wo man so in Bootrichtung guckt, also aufs Boot drauf, und dahinter dann die Reihe, wo man quasi in Fahrtrichtung sitzt, wie so ein Bus. Wir haben jetzt gerade nochmal mit dem Captain hier geredet und er hat gesagt, das Boot wird heute nicht voll. Wir haben auch ein sehr großes Boot erwischt und er meinte, falls wir nicht da vorne sitzen wollen, können wir auch nach hinten gehen. Das haben wir natürlich sofort gemacht. Ich glaube, hier ist es sehr viel chilliger, weil man halt so zu zweit sitzt, schön rausgucken kann und jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ja, die Sitze, das sind so alte Sitze aus einem Van oder Bus oder so. Die sind auch nicht fest, gell? Also die rutschen und so. Aber eigentlich ganz bequem, also kann man Ja. gar nicht aushalten. Also mal gucken, was wir nach 6 Stunden sagen, ob es dann immer noch bequem ist. Ich bin jetzt mal ganz nach hinten hier ins Boot gegangen und man hört schon, es ist deutlich lauter. Hier ist so ein kleiner Bereich, wo noch ein paar Stühle sind und ja, sowas wie eine kleine Mini-Küche. Und ich gehe jetzt mal mit euch einfach ganz nach vorne, damit ihr mal die Geräuschunterschiede hört, weil ja, das ist teilweise schon ziemlich erheblich. Also jetzt sind wir hier ganz hinten und gehen jetzt mal ganz nach vorne. Toiletten, by the way. Ja, ich glaube, ihr hört, desto weiter man nach vorne geht, desto leiser wird es. Wir sitzen ungefähr hier so in der Mitte, das ist eigentlich ganz angenehm. Und ja, hier ganz vorne ist es eigentlich ziemlich entspannt und man hört eigentlich kaum noch was.
sagen, ich hoffe, die Bilder zeigen es. Das ist wirklich traumhaft schön und einfach so entspannt und lässig. Viel besser als im Bus. Ja, mein Gott, ich würde niemals die Busfahrt machen. Man kann das Ganze nämlich auch mit dem Bus machen, aber nehmt das Boot, das ist wirklich tausendmal besser. Also ich glaube, jetzt haben wir so 3:30, Ja. 15:30. Das heißt, es geht so ganz langsam Richtung Sonnenuntergang. Ja, wir genießen jetzt einfach noch ein bisschen die Landschaften und warten auf den Sunset und dann denke ich mal, legen wir auch bald an. Wir haben es geschafft nach Phra Bang. Und wenn ihr rauskommt, fragen euch schon ganz viele Leute, ob ihr hier noch ein Zimmer buchen wollt. Wir haben jetzt schon was vorab gebucht, das ist aber nicht zwingend notwendig. Und wir haben schon gesehen, Pickup mit dem Villa Mekong Guesthouse, das gehört zu uns. Und da ist auch schon der Kollege. Nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Jeder hat sein eigenes Bett. Es gab nur 2 Bettzimmer, glaube ich. Ja, wir sind jetzt hier Villa Mekong Guesthouse und zahlen 11 € für die Übernachtung. Es gibt auch ein Restaurant, dann gehen wir dann nachher noch was essen und lassen den Abend gemütlich ausklingen. Auch aus Australien, gell? Cheers. Cheers, auf einen schönen Tag. Morgen geht's weiter. Good morning. Wir haben jetzt so 7:30 und sind dabei, wieder unsere Sachen zu packen. Gleich geht es zum Frühstück. Aber man sollte sich heute ein bisschen wärmer anziehen. Wir haben gerade mal rausgeguckt. Es ist ziemlich bewölkt und ich glaube, es sind 16 Grad. Also lieber lange Hose und Pulli mitnehmen. Und im Laufe des Tages soll es ein bisschen wärmer werden, aber mit dem Fahrtwind ist es generell ein bisschen kühler. Also von daher lieber zu warm als zu kalt anziehen. Und jetzt gehen wir frühstücken. Also wir haben jetzt hier einmal Rührei, Spiegelei und ein bisschen Brot und Marmelade und Saft und sowas bestellt. Also man kann hier frühstücken, das sollte man vielleicht so gegen 7:15, 7:30 machen. Weil um 8 geht es hier wieder los. Wir werden wieder mit diesem etwas größeren Tuk-Tuk zurückgefahren, wo dann die Boote abfahren. Und man kann sich hier auch Essen mitnehmen. Das ist natürlich praktisch, weil wir den ganzen Tag auf dem Schiff sein werden. Wir haben jetzt ein bisschen Fried Rice und Baguettes und sowas uns einpacken lassen. Also das kann man alles hier easy in der Unterkunft besorgen, muss sie gar nicht mehr verlassen. Ja, und das lassen wir uns jetzt mal schmecken und dann geht's gleich los. Also diese Sitzplatzreservierung, die es ja gestern noch so halbwegs gab, die gibt es am zweiten Tag gar nicht mehr. Da ist dann wirklich First Come, First Serve. Wir sind jetzt um 8 Uhr mit unserem Hostel losgefahren. Man ist hier in 5 Minuten dann am Boot und das hat auf jeden Fall gereicht. Wir waren hier mit die Ersten, konnten uns noch ganz gute Plätze aussuchen und jetzt geht's gleich los. Wir schippern jetzt ganz gemütlich Richtung Luang Prabang mit dem Slowboat, wie man es ja hier eigentlich nennt, aber so langsam ist es eigentlich gar nicht unterwegs. Also wir hatten auf Weltreise definitiv schon langsamere Boote gehabt. Aber es dauert ein bisschen länger als gestern, also so 7, 8 Stunden. Aber wir haben einfach ein paar Podcasts runtergeladen, ein paar Bücher auf ihrem E-Reader, also kann man schon so die Zeit ganz gut verbringen. Dein Einsatz. Ja, sorry. Falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da, das hilft uns immer sehr weiter. Und falls ihr noch mehr Videos sehen wollt, alles rund zum Thema Weltreise, dann lasst doch gerne ein Abo da, da würden wir uns sehr drüber freuen. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, you shine like gold, so selfless to all, and wild like an animal. Some would say I'm insane in the right and the way, but I just love to play in your fun and your games. Always hungry for more, that's just how I... Wir haben jetzt 3:30 und nähern uns Luang Prabang an. Wir haben nämlich gerade schon die neue Eisenbahnbrücke von China nach Laos unterquert. Das heißt, die Stadt kann nicht mehr weit entfernt sein, weil diese neue Hochgeschwindigkeitsstrecke führt, nämlich unter anderem auch durch Luang Prabang. Also ich denke mal, vielleicht noch so Viertelstunde, maximal 30 Minuten und dann sind wir da. Your freedom. Whoa, you let me to pieces. Yeah, I need it. Once you pandemonium, life is so easy. Whoa. Also das letzte Stück hat sich noch mal ein bisschen gezogen. Horst war vorhin ein bisschen optimistisch, hat jetzt noch ein bisschen länger gedauert, aber wir haben 17 Uhr und sind jetzt angekommen. Man wird allerdings nicht bis nach Luang Prabang gefahren mit dem Boot, obwohl es theoretisch wohl auch gehen würde, sondern man wird so ein bisschen außerhalb der Stadt rausgelassen. Und hier warten jetzt, glaube ich, Tuk-Tuks, die uns dann gleich in die Stadt fahren. Da gehen wir jetzt mal hin.
Wir sind jetzt in Luang Prabang angekommen und haben nochmal 50.000 Kip für den Transfer vom Slowboat Terminal zur Innenstadt bezahlt, beziehungsweise direkt zum Hotel. Wir sind jetzt im Elephant Boutique Hotel, das kostet 25 € pro Nacht. Gibt mit Sicherheit auch günstigere Unterkünfte in Luang Prabang. Und jetzt wollen wir natürlich noch mal ein kleines Gesamtfazit ziehen. Das machen wir aber am Mekong-Ufer, schön zum Sonnenuntergang mit einem Bierlao, wie es gehört. Auf Laos. Auf Laos. Und eine coole Bootsfahrt. Und ein schöner Sonnenuntergang. 3 Abende in Laos, 3-mal Sonnenuntergang. 3 Bierlao. 3-mal Bierlao dazu. Also der Empfang in Laos hätte nicht schöner sein können. Und ja, die Musik im Hintergrund, die wird auch ein bisschen gefeiert auf dem Mekong. Und wir können verstehen, wieso, weil dieses Land hat uns einen sehr netten Empfang beschert. Und wir waren am Anfang ja so ein bisschen unsicher gewesen, weil wir auch mal gelesen haben, dass es vielleicht nicht so dolle sein soll. Helden hatte das ja schon gesagt. Aber im Endeffekt war es, glaube ich, der entspannteste Grenzübertritt ever. Also sowohl die Grenzübertritte selbst waren easygoing, als auch dann die 2 Tage auf dem Boot waren sowas von entspannt. Die Unterkünfte waren alle gut, man hat überall gutes Essen gehabt. Also es war absolut easygoing von vorne bis hinten. Also wir können es auf jeden Fall weiterempfehlen. Es war eine richtig coole Erfahrung. Und wir schreiben das Ganze natürlich auch wie immer auf unserem Blog nochmal auf. Schaut da gerne mal vorbei unter www.betterbeyond.de. Und ja, wir erkunden jetzt die nächsten Tage hier Luang Prabang. Das packen wir aber nicht mehr mit in das Video, sondern das seht ihr dann im nächsten Video. Wir freuen uns, wenn ihr wieder vorbeischaut und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao. Party! By the way, frohes neues Jahr an alle unsere Zuschauer, an alle unsere Freunde, Familie hier aus Laos. Wir sind seit 3 Tagen hier, haben uns schon in dieses Land verliebt und ja, feiern jetzt ein bisschen, erkunden Laos in den nächsten Wochen. Also bleibt dran bei Better Beyond, es kommen noch einige Videos, wir freuen uns mega. Let's go, 2023 wird geil. Halt's mal hören bitte. Ich würde es gerne mal zählen, weil ein Kipp... Na scheiße, ich weiß nicht, wie ich das... Boot, ich wollte nicht gesagt, dass wir mit dem Boot... Nee, das habe ich vorher schon gesagt, das hätte ich vorher sagen müssen. Und, ja, das war schlecht erklärt. Sagst du denn was? Nein, du sitzt da. Das ist so gestellt. Er sagt so, finde ich.